Hallihallo! Wenn ihr mein letztes Video mit der Pop-Up-Boxkarte gesehen habt, dann ist es gut, weil dieses Tutorial heute baut ein bisschen darauf auf. Nämlich, ich mache heute eine Box für diese Karte und eine Schachtel Merci-Pralinen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass ich ein kleines Falzbrett dafür benutzen möchte und das ist für diese Größe der Box gar nicht richtig geeignet. Diese Herausforderung werde ich annehmen und zeige euch meine Tricks, wie ich es trotzdem machen werde. Ich beginne wieder mit dem festen Karton, 300 Gramm pro Quadratmeter. Das wähle ich für die Basis der Box. Das Stück ist quadratisch 27,8 cm. Zuvor habe ich natürlich die Schachtel Pralinen inklusive Pop-Up-Boxkarte ausgemessen, um herauszufinden, wie groß meine Box werden muss. Jetzt falze ich die beiden parallelen Falze mit dem Wert 12,3, das ist ja noch leicht. Dann drehe ich den Bogen im rechten Winkel und falze die beiden anderen parallelen Falze mit dem Wert 12,8, das ist ja auch noch leicht. Und jetzt beginnt die Herausforderung. Weil jetzt muss ich die Falze an der Markierung anlegen, die links abwärts im Falzbrett verläuft, im Video ist das lila markiert, und weitere Falze setzen, dafür ist die Kerbe aber im Falzbrett nicht ausreichend lang. Daher muss ich das letzte Stück immer außerhalb des Brettchens mit Lineal und Falzwerkzeug verlängern. Das mache ich mit allen 4 Seiten so. Danach falte ich alle Linien und ziehe sie mit Falzbein nach. Die Ecken runde ich ab, aber das ist optional. Vor dem Zusammenkleben schneide ich die Ecken ab, aber nicht alle. Aus den unteren beiden Ecken bilde ich Klebelaschen, so wie es im Video zu sehen ist. So, jetzt kann ich die Box zusammenkleben und dann werde ich sie aus den Resten, die letztes Mal übergeblieben sind, dekorieren. Dafür habe ich für alle Teile der Box passend große Stücke ausgeschnitten, wie schon gesagt aus Restpapieren, die schon angeschnitten waren. Das wird jetzt ein munteres Herumgeputzle.
Als Verschluss nehme ich diese Schnur, darauf klebe ich dann noch eine Blume aus einem Spitzenband mit solchem hübschen Gebamsel. Jetzt nur noch ein paar Schmetterlinge und dann ein bisschen Glitzer dazu. Meine lieben Zuschauer, ich weiß, dass die Daumen hochs bei allen begrenzt sind. Heute frage ich gar nicht nach einem, sondern ich würde gerne im Kommentarfeld von euch lesen, wie muss ein Video sein, dass es eurer Meinung nach einen Daumen hoch verdient hätte. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Und ich danke euch allen ganz herzlich dafür, dass ihr heute mein Video angeschaut habt und werde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank. Ciao, ciao.